Hallo und willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Wir sind bei Part 80. Und wir schauen gleich. Zack, zack, zack. Machen wir erstmal die schönen Ausrufezeichen weg. Oh, was ist denn das? Eine helitastische Erkundungstour. Rätselhafte Statuen sind wie aus dem Nichts in der Dadaupa-Schlucht aufgetaucht. Und die Hilichurl unter den Stämmen benehmen sich außerordentlich seltsam. In den Tiefen dieses Ortes scheint sich irgendein Geheimnis zu verbergen, das nur darauf wartet, von Abenteuer gelüftet zu werden. Die anderen habe ich alle. Dann machen wir doch das. Alles gesperrt. Schließe die Untersuchung ab. Zur Herausforderung. Schauen wir mal, was es ist. Oh, ein Ausrufezeichen vergessen. Ein bisschen Kleingeld. Immer voran, immer voran. Da ist ein Fröschchen. Komm her. Gibt es ein Muster? Nee, ne? Aber es kommt mir so vor, als wäre es davor nicht gewesen, oder? Diese komischen Zeichen. Naja, schauen wir mal. Hello. I'm here to bring freedom. Ab nach oben mit uns. Das Auge von Upano nimmt die Form einer schwebenden Maske an und ist die beweglichen Komponente der rätselhaften Summershore-Statuen. Es kann seinen Benutzern das Bild in seinem Sichtfeld zeigen. Das Auge von Upano kann sich an eine bestimmte Hilichurl oder Anemoschleim binden und sich mit ihm bewegen, während es unentdeckt bleibt. Doch scheinen Summershurle diese Verkleidung zu durchschauen. Verwende das Auge von Upano, um die Hilichurl-Lager zu infiltrieren und ihren Tiefen nach dem Ziel zu suchen, um ähnliche rätselhafte Summershurl-Statuen zu finden. Auf diese Weise kannst du vielleicht wichtige Hinweise finden. Als ob du mich siehst, ey. Jetzt, was muss ich machen? Untersuche das Objekt tief im Lager. Verwende das Auge von Upano, um dich an die Bewegungen der Hilichurl zu heften. Das Auge von Upano kann bestimmte Objekte aus einer bestimmten Entfernung beeinflussen, wie zum Beispiel Dämmerfrüchte, Rauchwerfer, Hydrobernsteine und Lagerfeuer. Nutze diese Fähigkeit geschickt, um die Tiefen des Lagers leichter zu erreichen. Ja! Da hinten ist ein Aquachurl oder Hydrochurl. Wie komme ich da hin, ohne entdeckt zu werden? Ja, das habe ich doch gesagt. Aus irgendeinem Grund sind alle Summerchill in der Lage, das Auge von Upano zu entdecken und es weit weg zu jagen. Da muss ihre Sichtlinie meiden, benutze Rauchwerfer, um ihre Sicht zu blockieren. Geht doch. Hat nichts gebracht. Doch. Ist ein bisschen wütend geworden, unser Kumpel hier. Easy. Schön außenrum.
Ja, ja, ja. Ey, wo rennst du hin? Geht doch. Jetzt einfach scannen oder was? Easy. Nini, Movo, Buhe, Jojo. Schicke Schoko, schicke Schoko. Ein Maestro in meinem Feld. Werde ich gejagt? Niemals. Sucht jemand anderes. Vielen Dank. Oh. Ein erster Besuch der Sphäre offenbart, dass der Herr dieses Ortes ein außergewöhnlich großer Summerschul ist, was Paimon dazu veranlasst, ihn auf den Namen geheimnisvoller Megachul zu taufen. Eindringlinge scheinen in der Art auf die Palme zu bringen, dass ein heftiger Kampf unvermeidbar ist. Und eine sechsfache große Dämmerfruchtkrise steht kurz bevor. Besiege den geheimnisvollen Megachul, lass den geheimnisvollen Megachul auf Dämmerfruchtsaft ausrutschen, benötige nicht mehr als 120 Sekunden. Krieg mal hin. Zusammenstellung mit. Nee. Einfach Nahida. Meine Stufe ist zu niedrig. Are you sure? Let's go out and play. Und jetzt nicht mehr, hä? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Der geheimnisvolle Megachul greift im Kampf mit sechsfach großen Dämmerfrüchten an. Allerdings bleibt Saft auf dem Boden zurück, nachdem du ihm mit Standardangriffen oder heftigen Schlägen diese großen Früchte zum Platzen gebracht hast. Und dieser Saft kann dazu verwendet werden, den geheimnisvollen Megachul ausrutschen zu lassen. Dann versuchen wir es doch. Scatter. Exterminate. Tika! Leave it all Boogie! time for a light show. Mucki! Komm her. Da, bleib liegen. Propagate. You can't run. Shiver. You can't run. Komm her. Yeah. Scatter. Da. Komm. Hol doch deine As a dutiful maid would. ganzen Früchte raus. Husha. Judgment. Judgment. Komm her. Sag ich doch. Easy. The fuse is lit. Bleib liegen. Immer schön. Ui, diesmal bist du schnell aufgestanden, ne? Mein Freund. Spring forth. Komm her. You can't run. Lights out. Propagate. Lights out. Komm her. Geht doch. A festive reprieve. Und boom. Judgment. Judgment. Boom, boom, boom. Time for a light show. Ja, wenn er steht, sagt fast gar nichts ab, ey. Wir müssen den ausrutschen lassen. Damit es hier klappt, Alter. Komm. Sag ich doch. Hast du schon bestanden? Easy. Also ich muss sagen, der war tollpatschiger als gedacht.
Falsche Knöpfchen. Erstmal den hier. Danke, danke, danke. So. Nochmal 60. Sehr geil. Vier, auch geil. Nee, da ist gefährlich. Tue ich aus Versehen Albedo aktivieren. Wobei, wir könnten Albedo eigentlich machen. Oder nee, machen wir Story weiter. Gehen wir nach Ribat. In die Wüste. Karawan Ribat, oder wie das heißt. Nix Schönes. So. Wie viel haben wir? 619 plus 320, knapp 940, ja? Sehr schön. Ah, heute ist doch auch ein neuer Monat. Händler, Händler, Händler. Wo bist denn du, mein schöner Händler? Da ist er ja. Wunderschön. Das Beste. Beautiful. Das heißt... Yep. Und? Yep. Sehr schön. Dann können wir heute auch direkt 2 Zehnerziehungen machen. Sehr geil. Wir müssen noch eine Kopfgeldjagd auch noch machen. Sehe ich gerade. Von Inuzuma. Ja, ich wollte kurz Naku-Kraut kaufen. Dann können wir das gleich machen. Ist, glaube ich, auch sogar der letzte, ne? Für diese Woche. Ah, es sind immer 2 Tage. Okay. Schon verstanden. Aber den machen wir. Den machen wir doch. Wen? Oh, den großen. Ah, ne. Ein Samurai. Okay. Ist auch nervig. Aber machbar. Komm her, Kumpel. Zerstören. Fire Hazard. Oh, das gegen Feuer immun. Muss das sein? Scatter. Gut, Eis nicht. Das ist sehr, sehr gut. Boom. Wo sind die schon wieder? Boom. Da friert ein. Ui, der hat gesessen. Heilen wir. Okay, einer ist down, sehr gut. Da. Ihr Nervensägen. Da. Ja, Alter. Hey. Gib ihm. Sehr schön. Wo ist der schon wieder? Komm her. Lass mich kurz heilen. Boom, 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 boom. I got you in my room. Da ein bisschen Eis.
Nochmal Eis. Lights out. Lass mal nicht mehr erholen, den Tippen. Leave it all to me. Boom. Komm her. Judgment. Judgment. Benutze ich das Ausweichen hier, gell? You can't run. You can't run. As a good knight should. Lass mal erstmal heilen hier. Propagate. Yeah. Das ist das Nervige, die heilen sich immer mit ihren Untergebenen, Alter. You can't run. Da. Viel zu viel Leben, Alter. Shiver. Judgment. Komm, jetzt voll reinhauen, Alter. Schon wieder, ey. I must leave no stone unturned. Spring forth. Yeah. You can't Immer voll drauf, Alter. Der hat gesessen. Komm, ich muss heilen. Er trinkt doch mal da hinten. Someone needs assistance. Scatter. Schon wieder geheilt, oder was? Komm her, du Nervensäge. Judgment. Da. Punishment. Jetzt bleib schon mal gefroren hier. Steady as stone. You can't run. You can't run. Yeah. Scatter. Komm her. Time to clean up. More blade. I must leave no stone unturned. Komm, jetzt heilen wir erstmal. Der Good Stuff hier. Propagate. Propagate. Da. Nochmal. Sehr schön. Dann nochmal einfrieren. Steady as stone. Propagate. Judgment. Immer schön einfrieren, die ganze Zeit. Wichtigste. Scatter. Scatter. Schön von hinten. Ey. Leave it all to me. Judgment. Komm her. You can't run. Alter, Alter, Alter. Scatter. Alter, und sein Leben wird auch nicht weniger. Das gibt's nicht. Ho! Ho! Ja, aber ich treffe nichts, oder? Alter, der hat schon wieder halbes Leben. Willst du mich verarschen? What a nut lease. Ah. Also jetzt nerven die mich hart. Jetzt nerven die gerade gescheit. Haben wir irgendwas, was schnell geht? Shatter. You can't run. Ja, die kommen ja sofort wieder. Wie soll ich denn das machen? Ich zock zu wenig ab. As a good knight should. Oder, boah, ich habe fast keine Zeit mehr. Propagate. Judgment. The Judgment. Da schon wieder einer hat Leben bekommen. Ey. You can't run. Scatter. Das nervt gerade mega hart.
Punishment. Propagate. Komm, gib ihm. Scatter. Exterminate. Jetzt noch Wasser rein. Alter, die sollen aufhören immer hier. Propagate. You can't run. You can run. Gut, einer down. Judgment. Da. Shiver. Da. Alter. Ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Propagate. Propagate. Yeah. Yeah. Genau, gib ihm. Spring forth. You can't run. Halleluja. Das war ja mega nervig. Vielen Dank. Schönes Level up. So. Ja, das sind die Wasserdinger, wo. Dendro Wasser ist eine gute Kombo, ne? Wo es rausreißen. Komme ich da schon durch oder immer noch nicht? Naja, immer noch nicht. Reicht mein Enneagramm-Level nicht, so wie dieses Ding heißt. Lass mich kurz heilen. Und sobald ich geheilt habe, holen wir kurz das Ansehen ab. Und dann machen wir gleich Story von Sumeru weiter. The good stuff. Genau, letzte die Woche, sehr schön. So. Dann würde ich sagen, markieren wir den Ort hier. Und von hier aus reisen wir darüber. Ruckidi zuckidi. Wo ist denn das? Ja, beides in die gleiche Richtung, hä? Da sind ein paar Viecher. So, nur eins. Hello. Propagate. Komm her. Ich kümmere mich um dich. Mit ganz viel Liebe. Hier war noch einer. Da. Es sind 3. Komm her. Can't run. Perfekt. So, muss ich da hoch? Hello. Call me Madame Master Structure. Boom, boom. Wunderschön. So, noch ein bisschen Eis reinpfeifen. Da ist eine Verwelkung, oder?
Sieht so dunkel aus. Hey, hey, hey. Hast mir wehgetan. Lights out. Propagate. Judgment. Perfekt. You can't run. Sehr schön. Jetzt du noch. Ja doch. Someone needs Ist eine assistance. Verwelkung. Ah, okay, hier. Ich hab's gefunden. Easy. Ganzen hier Schleimchen. Judgment. Judgment. Mit ganz viel Liebe. Scatter. Voll daneben. Split. Easy. So. Noch mehr, okay. Nochmal 2. Light show. Here come the fireworks. Gleich der nervigste Gegner. Stone. You can't run. Shiver. Ha! Germinate. Germinate. Judgment. Komm her. All of you. Run. Da. Wir brauchen ein bisschen Heilung. I must leave no. Komm, boom, boom, boom. Verbrennen Ding. Komm her. Wüste. Judgment. Judgment. Punishment. Fire hazard. Jetzt komm her. Didn't count. Bye bye. A festive retreat. Yeah. Geht doch. Stirb. Verdammt jetzt. Perfekt. I suppose it wasn't too much trouble. So. Die schöne Verwelkung weg. Geklatscht. Das ist immer schön. Wir müssen trotzdem da hoch. So, perfekt. Was ist das? Ah, das waren diese komischen Gärten. Ja, ja. Kenne ich noch. Ja, ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich darf jede Ding nur einmal berühren. Easy. Puff. Ein schöner Garten.
eine was Myrti bekommen. What do we have here? Was mit Myrti? Zu schwer auszusprechen, ey. Schmetterling, sehr schön. Wieso habe ich hier ein Ausrufezeichen bei Quests? Ach so. Da. Aktiviert, aber noch nicht angenommen. So. Ist nichts, okay. Da ist er. Perfekt. Wir müssen in die Richtung. Oh, geht auch ein bisschen in die Richtung, oder? Ah ja. So schnell voran. Wunderschön. Ja, da ist auch ein Teleport. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Karawanen-Ribat. Wir sind da. We finally made it to Caravan Rebat. It's pretty lively here. Ja, sieht so aus. So, just past this wall is the desert, huh? Yep. Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Wirklich grandios. Enough gawking. Come on, follow me. Der Verräter. Huh? I'll hate him. Over here. Ich glaub. Oh, Hatham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Der Verräter. What the? Where did she go? Hast du, wurde ich verfolgt? How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Danke, I'll hate him. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. Und was war der Fehler? You really gave Paimon a scare, Al-Hatham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. Machst du beim Projekt der Weisen mit? I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Du hast nach mir gesucht? Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties.
Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Okay. Which brings me back to you and why you're so interesting. Okay. Ist das irgendwie so eine Anmache, komische? The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Wieso ich? Du hast doch die Wissenskonserve mitgenommen und uns nichts gesagt. Vielleicht, weil ich damals schon wieder die Worte "die Welt" mich vergessen gehört habe. Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? Es ist, die Situation ist etwas kompliziert. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? Vielleicht, aber nur ein bisschen. No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? Jupp. That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Wir wandern einfach. Then I'd suggest starting with Aaru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? Wie du möchtest. It's always better to travel with someone you know. Let's go! Let's go. Perfekt. Aber ich würde... Oh, es ist sogar Aaru-Village. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, erstmal zum Starter 7, dass wir die Karte aufmachen. Ein bisschen wenigstens. Hey, Füchschen. Was geht? Bisschen vague. Wo bringst du mich hin, kleine Seeli? Judgment. The man of destruction. You can't run. So. Perfekt. Wird alles mitgenommen. Ich kenne da nichts. So. Gut, so immer schön Schaden machen. Das muss wehtun. Nehmen wir die Kiste auch noch mit. Das sind eh nicht so viele, oder? Geht doch. Ja, ist eine normale billige Kiste. Aber
Geld ist Geld. Someone needs So. spring force. Alter, Pilz jetzt auch noch. Shiver. Shiver. Yeah. So. Judgment. Gib mal alles, was ihr habt, meine Süßen. Nennt euch böse, aber ich nehme euch alles weg. You can't run. Seid aber glücklich, dass ich euch die Hose anlasse. Alter, jetzt sind einige für so eine Kiste. Ey. Das kannst du dir nicht ausdenken, du. Wehend im Wind. Pretty good. Der schlage die Taumelkräuter, die in der Wüste fliegen. Haben wir gemacht. So. Sieben Kugeln. Versuchen wir uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That felt Wunderschön. pretty good. Die große Stücke. Ja. Ja, 8 Stück fehlen noch. Ah, da brauche ich Wind. Oh nee. Wieso kann man nicht einen Trupp aus 7 Leuten machen, ey? Jede Element. Nö. My contraptions are calibrated. These could be salvaged for parts. Before us lies Aaru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place. Let's go check it out. Cool glaube ich nicht so. Eher hart, aber ja. Können wir abchecken. Hm. 1-1. Let's go. Nice. Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Oha. Glaube ich nicht, aber ja. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra,
as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Big Boss. Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Aber ich werde auch nicht tatenlos zusehen. Has Alhaitham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. So arg betrogen hast du uns. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Du hast uns also angelogen. No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? Wahrscheinlich gar nichts. And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? Kommt der Auftrag etwa von den Weisen? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Hau mal einfach ab, komm. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Meine Waifu. Wait, Dia? Komm schon uns retten. Ich will heute Nacht bei dir schlafen. Ich habe Angst. Ich kann nicht einschlafen. Es ist dunkel. Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aaru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Keiner von beiden wagt es, sich von der ablenken zu lassen. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away! Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! That sounded like Candace. Let's go. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Hey. Erheb deine Voice noch einmal, Alter, deine Stimme. Dann reißt es dich aus, Alter. Nichts bei ihr hier. Ja, Schande. Sonst kommt hier Traveler Kick in einmal Knie, einmal Kick. Ich würde sagen, aufpasse.
Und kommt Osmanschelle, links, rechts. Was heulen die schon wieder rum, du? Well, this is pretty awkward. Soll mal gehen? Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aaru village. Auch eine. Hm. Hübsches Ding, ne? Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. Vielen Dank. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. Hast recht, Paimon. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. Jetzt kommt's. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. Komm, links, rechts, Uppercut. So please, have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Und dann Hackfleisch oder Gulasch mach mal. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Nein, nicht. Ey, ihr zwei sollt euch nicht streiten. Werde ich ganz traurig. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? Ja, komisch, ne? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. Also stinkt der Fisch von Kopf an, hä? Ganz oben fängt's schon an. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good.
Ja, und wir verhindern das. Paar links, paar rechte. Vor ein paar Kicks ins Gesicht. Bam, 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 bam. Lightning Kicks. Uff. Vielleicht noch ein bisschen Everybody's Kung Fu Fighting. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. Aha. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. Deshalb hast du dich selbst ins Exil geschickt. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I... Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Wir können ihm noch nicht vollständig vertrauen. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? Also, Al-Haytham ist eine Ratte, hä? Snitch. What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Al-Haytham wusste von Anfang an Bescheid. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Al-Haytham? After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? Ich glaube, die wissen, dass du verrückt wirst, oder? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Was ist mit deiner Begegnung mit mir? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. Das stimmt schon. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Sieht so aus, hä? Answer me this. Did the sages share any information about their project with you?
Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Jetzt kommen wir ins Spiel und sagen alles. Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Mm-hmm. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aaru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. Jetzt. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Und zurück. Doch nicht. Whoa! What was that sound? Irgendwelche Monster. No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Die macht es locker. Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. Einige Zeit später beruhigt sich der Wind. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Let's go. Gibt's hier irgendwas Nützliches? Nee. Was steht da? Prüfe die Situation vor dem Haus des Dorfvorstehers. Oh, ein Seeli da oben, hä? Candace, ich komme. Oh, Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Nicht nur außerordentlich stark, sondern auch sehr ausdauernd. Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. Let's go. It's been quite a while since I've seen the Flame Mane in action. I'll leave these to you then. Let's go. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Oh, sogar Paimon geht vor, hä? Hier! Scatter! You can't run! Lights out. Lights out. Time for a light show! Here come the Boom. fireworks! Komm her. Da. Nummer 1 ist down. Wieso immer Grame? Das sind die nervigsten von allen. Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Da, Flammen aufgehen. Schön brennen sollt ihr. Judgment. So.
Nervige Viecher, ey. Ey, das ist nochmal ein Seeli. Geht doch. The creature stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aaru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Hallo. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Ja. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aaru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aaru village refers to mad scholars, exiled here by the academia. Okay. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you Tignari hat ask das me, gleiche gesagt. it's all a boatload of nonsense. Ja. Herr Page wurde beinahe auch in die Wüste verbannt. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. Okay. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. Krieg mal hin. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Ich möchte auch helfen. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. Hört sich gut an, Paimon. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. Deshalb ist dies die perfekte Gelegenheit, ihn genau zu beobachten. Solange Dea und die anderen da sind, sollte es kein Problem geben. Ich baue auf Dea. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Tausche Informationen mit Sino an einem anderen Ort aus. Nehmen wir ein paar Himbeerchen. Hähnerbeeren. Und schauen wir mal, wo der Seele hinläuft.
Komm, lauf, mein Kleiner. Hä, wo will der hin? Wo läufst du hin, Kumpel? Perfekt. I suppose it wasn't too much trouble. Nichts. Nicht nach unten, nee. Geht doch. Genau, wir wollen eher in die Richtung. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? Warum werden die wahnsinnigen gelehrten Dorfwächter genannt? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aaru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aaru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aaru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. Das mit der grünen Kraft hört sich voll nach Nahida an. After that, the people of Aaru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. The soft green light? A mad scholar protecting Aaru village? What do you make of it, traveler? Nahida könnte dahinter stecken. Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aaru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. Ja. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Die Macht der wahnsinnigen Gelehrten sollte von der niederen Herrin Kusanali stammen. Die niedere Herrin Kusanali ist die wahre Wächterin des Dorfes. Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? Sie wird gefangen gehalten. The academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata.
They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. Die Arme, echt. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. Sie hat mir kürzlich einmal das Leben gerettet. Wir haben Sumeru kürzlich gemeinsam gerettet. Sie hat mir kürzlich einmal das Leben gerettet. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Yep. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. So sieht's aus. Wenn ihn mag. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Hatham wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. So sieht's aus. Nicht gleich gemein sein. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. Sino, ich bitte dich. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Eieiei. Das ist ein Kind. Sprich mit Candace. Machen wir doch gleich. Sammeln wir noch kurz ein paar Datteln. Die guten alten Datteln. Oh. Einfach mal den Teleporterpunkt hier vergessen oder was? Wunderschön. Ja, hat nur einen. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Der Arme. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away.
Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars and accompanied Isak until he fell asleep. Das hört sich mehr nach Nahida an. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" Der arme Kleine. All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Ja. Der arme Kleine, der Alte. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Sieht aus, als würde sich Nahida hinter dem aufgeweckten Opa verbergen. Sie sollte auch diejenige sein, die die Schmerzen der wahnsinnigen Gelehrten lindert. Von Zainos Gesichtsausdruck zu urteilen, sollte er auch darauf gekommen sein. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Als ich das erste Mal das Banner sah mit den beiden drauf, dachte ich irgendwie, die sind zusammen. Irgendwie ein Team oder irgendwie sowas. Und die kennen sich nicht mal. Vom optischen her passen die voll zusammen. Und dann kennen die sich nicht mal. Hey, Isak! Oh, it's you guys! We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow, thank you so much! Kein Problem, Kleiner. Dein Opa geht es bestimmt gut. Alright. Let's ask the local residents some questions first. Schon abgeschlossen? Okay. Dankeschön. Aber besser für mich, weil die Folge war eh fast vorbei. Wunderschön. Das nächste ist Akt 4, hä? Fragt die Einheimischen nach Informationen. Was haben wir Schönes? Das sammeln wir gleich alles. Machen wir erstmal. Masken brauchen wir. Und hier kann man die Kugeln schon sammeln. Freitag, perfekt. Machen wir die Kugeln dann. Oh, falscher Knopf. Da.
Sammeln wir ein paar Kügelchen, hä? 4 Stück brauchen wir, goldene. $80 ist machbar. Ui. Du ziehst uns runter, Xiangyun. Oh, how exciting! Let's go. Müsste Elektro sein, glaube ich, oder? Ja. Gute alte Elektro. Komm her. Punishment. Steady as stone. Da. Bisschen heilen. Wo ist die schon wieder? Da. Komm her. Jedes Mal also. Haut die Madame ab. Boom, 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 boom. Ich weiß genau, dass du mir wieder folgen willst. Geht doch. I must leave no stone unturned. Komm. Schön heilen. Bam. Gut, die ist down, oder? Dann machen wir euch alle kaputt. Time for a light show. Boom, boom, boom. Ei. Gut so, gut so. The Judgment. Leave it all to me. Da. Fire Hazard. Komm her. Da. Immer schön drauf. I must leave no stone. Folgt die mir jetzt wieder? Bleib weg! Du willst mir nur wehtun. Leave it all to me. Komm her. Nervensägen. Bam. Geht doch. Kommt direkt ein goldenes. Und? Oh. Direkt ein Gold, ein Lila, 2 Lila, knapp ein drittes Lila, aber nur knapp. Hauen wir gleich die nächste Kugel raus. Da. Steady as stone. Erstmal heilen. Propagate. Wo ist sie schon wieder da? Da. Wo ist sie schon wieder? I must leave no stone unturned. Wo ist die schon wieder? Da hinten. Kriegt man doch. Bum, bum, bum. Oh, jetzt macht sie schon wieder ihr Ding. Macht, was ihr wollt, aber ohne mich.
Time for lecture. Ha. Wo ist sie? Komm her. Ihr nervt mich. Leave it all to me. Someone needs assistance. Komm. Boom, 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 boom. I heal my inner room. Ich heile mich so gerne. Oh. Hab ich's erwischt? Ist er down? Ja, ja. Achso, das ist schon die neue. Ja. Propagate. Let's propagate. Da 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 dam dam. So. Immer voll drauf. Scatter. Komm her. Erstmal wieder heilen hier. Propagate. All catch up. Komm her. Geht doch. Schön drauf, ey. Judgment. So. Perfekt. Komm, nochmal gleich ein goldenes, das ist so geil. Komm. Nochmal Gold. Komm. Do it. Do it. Oh. Warte mal, müsste kurz schauen. Vielleicht habe ich auch schon davor ein paar Kreise. Oder ein paar Kugeln. Kann ich vielleicht kombinieren. Lauter Zeug. Nee, ich habe 3 Gold gerade mal. 18 sind... Ne, warte mal. 9 wären 3 blaue, ne? Genau. Das heißt, ich habe 2 blaue. Das ist gerade mal... Ne, 2 lilane habe ich. 18 grüne sind 2 lilane. Es ist... 1. Die 3 ist auch 1. Ne, warte mal. Erzähl ich jetzt falsch? Das ist 1. Da habe ich 2 Gold. Die 3 sind nochmal 3. Heißt 3 Gold. 18 sind 6 blaue. 2. Ja. 2 lilane. Mir fehlt ein. Mir fehlt ein paar. Ein lila fehlt mir nur. Machen wir halt nochmal. Einzelspieler. Yes. Versuchen wir noch ein lila zu bekommen. Oder direkt Gold. Dann habe ich sowieso. Hallo. Propagate. Let me amuse myself. Komm her. Du Nervensäge. Judgment. Boom, 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 boom. Ja komm, greif die Falschen an. Wo ist sie schon wieder?
Ah, die macht schon wieder ihr Elektro-Ding, hä? Fire hazard. Komm her. Judgment. Da. I must leave no stone unturned. Erstmal heilen hier. So. Mal weg mit dem ganzen Müll hier. Komm, weg mit euch. So. Judgment. Leave it all to me. So. Someone needs assistance. Jetzt nur noch du, Nervensäge. You can't run. Let me amuse myself a little. Time for a light show. Boom. Now you've got me worked up. Komm. Easy. Perfekt. Oh. So muss immer laufen. Rucki zucki, ey. Schön Feuer rein. Ah, falsche. Ich wollte dich. Easy. Versuchen wir jetzt noch ein Gold zu bekommen. Und? Ja. Aber 4 Lieder. Sehr schön. Ein guter Fang. Da hinten ist eine Nachtjade. Nehmen wir doch mit. Da sage ich doch nicht nein. So am schnellsten mit Feuer. Meine stärkste Dame. Sehr geil. Komm, ihr Eidechschen. Das gute Schleimkondensat. So. So. Ich habe eine. Ich kann nur 2 machen. Ich brauche 2 Lila, hä? Perfekt. Perfekt. 4. Oh, davon brauche ich 16 Stück, hä? Oh Mann. Wie viel kann ich herstellen? Wo haben wir das? Wo haben wir das? Von wo? War das nicht das, was die Chinchin da liegen lassen, oder? Ja genau, Nebelgras. Von den Chinchin sage ich doch. Alter, wir haben auch keine blauen, ne?
So ein lila Amulett da. Ja, Alter, wir haben ganz, ganz wenig von denen. Ich brauche 16 Stück. Wo sind unsere Chinchins? Gehen wir mal ein bisschen Chinchin-Hunting, hä? Ihr seid keine, ihr Nervigen. Komm her. Gib mir deinen. Kann man auch immer gebrauchen. Die geht immer careless, Alter. Müsst halt besser aufpassen, meine Jungs. Perfekt. Wo ist unsere Chinchin? Ich sehe sie schon. Hey, Chinchin. Pass auf. I will drop on your head. Voll daneben. Da. Boom. Komm. Brenne, meine Dame, brenne. Wunderschön. Wo ist sie schon wieder? Aber die gibt gut, das ist schon mal gut, sehr gut. So. Oh, vielleicht kann ich wieder trinken. Natürlich. Ich muss auf einmal ganz nah sein und dann reinfliegen. Genau so. Ansonsten teleportiert sie sich jedes Mal weg. Ja, hey, komm. Komm her. Keine Chance, Madame. Null. So. Hey, habe ich die nicht gerade bekommen? Links stand irgendwie nichts gerade. Doch, müssten wir bekommen haben. 14 und 3. Davor stand, glaube ich, nur 1 und dann noch 5 oder so. Als ich verschmelzen wollte. In die Richtung. Es soll einen Schatz noch geben. Bin gespannt. Komisch. Ja, in die Richtung. Hinterm Baum wahrscheinlich. Ah, ich sehe schon. Da ist eine Fackel, die nicht angezündet ist. Da auch. Genau. Ein Ruinenwächter. Den machen wir auch. Brauchen wir auch immer seine Items. Den machen wir auf jeden Fall.
Vor allem am Wasser. Leichter Gegner. Komm her. Immer schön schmelzen, verdampfen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und gleich sehr schönes Zeug. Sternmuschel, Sternmuschel. Hä? Da war ich doch damals. Oder irgendwie unter dem Ding? Oh, jetzt da. Das war auf jeden Fall vorher nicht, oder? Weil ich war ja auf jeden Fall schon mal. Ich kann mich sogar an den Kampf hier erinnern. Aber wenn man mehrere Accounts hat, ist ja mein zweiter, vermischt sich auch ein bisschen. Da weiß ich nicht mehr, warst du hier schon, warst du nicht hier. Deswegen, man weiß es nie. Da. Easy. Ooh, let me open it. Jetzt nichts mehr. Nehmen wir die Chichi noch mit. Fireworks are gonna get soaked. Let's find shelter quick. Sollen wir es nochmal versuchen? Not going to make it. Komm. Fuse is lit. A festive retreat. I must leave no stone unturned. Komm her. Judgment. Scatter. Komm schon. You can't run. Gut so. Propagate. Oh, hätte ich noch Eis, mein Pflanzending. Komm. Ich hab so viel, wie es geht, komm. Es wird wieder, nee, es wird wieder ganz knapp. Nein. Ich brauche meine Hauptattacke, ey. Aber jetzt, Eis habe ich auch fast voll. Feuer habe ich. Ich mach. Komm her. I'll catch up. Steady as stone, as a good knight should. Mach mal. So schnell es geht sein Ding weg. You can't run. Komm. Shiver. Shiver zuerst. Germinate. Eis. Fire hazard. That didn't count. Nix da. Fireworks. Komm. Komm. Bleib doch im Eis drin. Ah, Mann, es wird wieder nix. I must leave no. Nee, jetzt habe ich sogar noch schlechter als davor. Ich sag, ich brauche. Ah, ich hätte Hydro nehmen sollen, versuchen. Time for a light show. Ah, ist zu wenig. Oder, ich brauche mein Elektro. Ich glaube, mit Überladen könnte das voll klappen. Haben wir jetzt schon zuerst die Shishi. Dann hole ich mein Elektro. Und dann versuche ich es nochmal. Are you here to Boom, boom. let me amuse myself? Scatter. Yeah. Lights out. Boom. Fire hazard. Over here. Feuer Hazard. Oder was auch klappen könnte. Weil mit Verdampft stockt sie auch mega viel ab. Unsere Yoimiya. Wo ist die schon wieder? You can't run.
Da muss ich nicht auf Elektro wechseln. Für überladen. Was haben wir? Errungenschaft. Luftschlösser, Illusion und Betrug, hä? War unser schönes Ding. Versuchen wir es mit Barbara. Aber... Komm her, Kumpel. Nee, aber ihr Schild geht nicht so schnell down. Da brauche ich schon Noel wahrscheinlich, ne? Ja. Noel wäre nicht schlecht dann, ne? Dass wir schneller sein Schild kaputt machen. Ja. Wir zocken zwar mehr ab jetzt, aber wir müssen irgendwie sein Schild wegbekommen. Mach mal. Statt Rosaria. Nehmen wir Noel. Auf ein neues. Komm her. Mal so. Ja, zog auch nicht so viel ab, ne? Oh nee, jetzt habe ich falsch. Ja. Eher verkackt. Falsch rum gemacht. Nee, ich glaube mit Elektro geht's am besten. Überladen und fertig. Dann mache ich das in ein paar Sekunden. Weil es nervt mich gerade. Weil mit Barbara muss ich immer voll nah sein. Damit der nass wird. Dann verdampfen, nass verdampfen. Wo ist der da? Schon fast übersehen hier. Ja, noch 2. Ah ne, ich muss ja wechseln. Wunderschön. Jetzt ist die Frage, wo war es nochmal? Ah, genau hier, gell? Ah, ist fast leer. Ja, machen wir schnell so. Laden wir alles kurz auf. Oh, lädt sich langsam auf, du, ne? Ey. Oh, nee, wollt ihr auch gar nicht. Oh Mann, aus Reflex. Die wollen mich fertig machen. I hear you've got a job for me. As you wish. So.
Hier wieder hin. Und auf Neues. You can't run. Ey, fängt schon wieder an hier. Leave it all to me. Fire hazard. Take this. Take this. Perfekt. Der jetzt. Sie hat auch. Hey. Machen wir dich auch noch voll. I must leave no stone unturned. Perfekt. Jetzt letzter Versuch, da habe ich keinen Bock mehr. Mach mal. Mit wem fangen wir an? Noel? Komm. Leave it up. Time for a light show. A festive reprise. Ja, ich habe schon falsch rum angefangen. As a good night should. Noch ein Schild weg. Noch ein Schlag, gut. Aber Eis. Bellowing thunder. Fuse is lit. Komm, überladen die ganze Zeit, komm. 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 Easy. Geht doch. Ich sag doch, überladen Beste. Mega. What do we have here? Wunderschön. Man muss nur hartnäckig bleiben, dann schafft man alles. So, jetzt gehen wir mal heilen. Dann gehen wir in unsere Teekanne. Heile mich. Sehr schön. Schauen wir, ob der Hilichol da ist. Ist, glaube ich, am besten. Leider nicht. So. Was haben wir nochmal? Errungenschaft. Schließe jetzt 20 Zeitherausforderungen ab. Okay. Haben wir auch. Machen wir jetzt noch schnell den hier. This realm. So. Perfekt. Ich muss die 1, 2, 3, 4, 5. Immer eins davon. Schon arm fast hier, ey. 2, 3, 4, 5. Oh. Sieht sehr schlecht aus. Oh, doch nicht. Dafür brauche ich anderes Holz. Glück gehabt. Sehr Glück gehabt. If you ever. So. Jetzt kommt's. Komm schon. Was machen wir zuerst? Xiao oder zuerst Standard?
Machen wir zuerst Standard. Gold, 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 Gold. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Okay. Oh, okay. Saccharose ist okay. 4 Sterne. 5 kommt noch. Wer kommt? I'm the merc you hired. Wunderschön. So, what you got for me? A commission, a fight, armed escort, whatever Wunderschön. it is? Auf Dialog hätte ich keinen Bock mehr. Habe ich 10.000 Mal damals gesehen. Ich bin froh. Wunderschön. So. Jetzt schau. Komm. Gold, 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 Gold. Yes! Oh, jetzt 50-50, gell? 50-50. Oh. Oh. Ich habe Angst weiterzugehen. Und. Oh, ich habe gerade über Dilo geredet. Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Ah. Der lässt mich nicht in Ruhe. Nicht in diesem Account. Nicht im letzten. Oh. Ja, ja. Oh, ja, ja, ist neu. Habe ich gar nicht gehabt. Oh, Mann. Hey. Immer diese 50-50. We've got nothing else to do. Why don't I tell you a story? Die machen mich jedes Mal aufs Neue kaputt. Bleibt nur noch der hier, hä? Den kann Dialog nehmen. Haben wir lila irgendwas? Nö. Nimm schon blau. Auch blau. Da haben wir was Lilanes. Blau. Auch blau. Eine Stangenwaffe hast du, hä? Ja, ja. Achso, Saccharose habe ich ja noch bekommen, ne? Saccharose. Sag mal, erstes Mal Dialog ist okay. Dass wir den Charakter mal haben. Aber ich wollte ihn nicht. Ich wollte Xiao. Wieso tut man mir sowas an? Wieso? Es tut immer wieder weh. Immer wieder. Dafür musst du dran glauben. Ich hab geschielt.
Im Flug. Wunderschön. So. Aber Leute, danke fürs Zuschauen. Das war R&R Production mit Robi hier. Und wir haben Genshin Impact gezockt. Part 80. Leider Pech gehabt. Tut im Herzen weh. Aber war trotzdem eine erfolgreiche Folge. Danke fürs Zuschauen. Kommentieren, subscribed. Und dann würde ich sagen, bye bye und ciao.